Willkommen zu einem weiteren Bericht über unsere Spanienreise bzw. Überwinterung. Was erwartet euch in diesem Video? Ich werde einen Campingplatz vorstellen, den wir ganz überraschend oder wie soll ich sagen, oder ungeplant genutzt haben. Dazu später aber mehr. Und dann will ich natürlich auch wieder einige Fragen, die ihr gestellt habt, beantworten und ja, vielleicht den einen oder anderen Tipp dann auch geben. Eins vorweg. Ich muss mich bedanken bei euch für die vielen Kommentare, für die vielen Informationen, speziell auch zu der Maut in Frankreich. Das hilft, da waren viele Dinge dabei, die wusste ich auch nicht. Das hat uns jetzt allen, glaube ich, weitergeholfen und wir sind schon so ein bisschen auf diese neue Geschichte oder das neue Mautsystem in Frankreich vorbereitet. Herzlichen Dank dafür. Dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir so ein bisschen das so weiter beibehalten können, dass ich von euch auch Informationen kriege. Ich sammle das dann auch und wenn ich dann irgendwie noch weiter recherchiere und noch neue Erkenntnisse dazu bekomme, dann berichte ich auch gerne mal wieder darüber. Jetzt aber erstmal, warum haben wir einen Campingplatz und zwar in der Nähe von Mataró vor Barcelona genutzt und sind den angefahren. Folgendes ist passiert. Wir waren noch in Südfrankreich, da wurden wir angeschrieben über eine E-Mail, eine Familie, die geplant hatte, sich Barcelona anzuschauen und in der Nähe von Mataró einen Campingplatz gebucht hatte. Der Vater der Familie ist krank geworden und man hat sich entschlossen, die Reise abzubrechen und nach Deutschland wieder zurückzufahren. Jetzt war ja gebucht ein Campingplatz, den man zwar stornieren konnte, aber es gab kein Geld zurück. So hatte man uns angeboten, ob wir diese Buchung, diese Reservierung übernehmen wollen, möchten. Und und sonst verfällt das Ganze und keiner hat einen Nutzen davon. Dieses Angebot haben wir gerne angenommen und so sind wir zu dem Campingplatz Barcelona, so heißt der, in der Nähe von Mataró hingefahren und haben dort 4 Tage verbracht. Das zeige ich jetzt gleich alles im Video, wie es dort aussieht, wie die Umgebung dort ist, was wir da so alles gemacht haben. Das sind die beiden, Silke und Klaus. Sie haben uns 4 Tage auf dem Camping Barcelona geschenkt. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Dann wissen wir inzwischen, dass der Klaus wieder genesen ist und dass es ihm gesundheitlich wieder sehr gut geht. Die beiden, wie man hier sieht, reisen mit einem Wohnwagen. Jetzt geht es aber weiter mit dem Bericht zu dem Campingplatz Barcelona in der Nähe von Mataró. Auf der Karte sieht man unten, wo Hartmut Streckevi steht, das ist unser aktueller Standort. Berichten möchte ich aber über unsere Tour von Empolla Brava nach Mataró, kurz vor Barcelona. Wir haben die C32, eine 4-spurige Straße, verlassen und fahren jetzt auf der N2 Richtung Meer. Unser Ziel ist der Campingplatz Barcelona, er liegt kurz vor Mataró. Hier an der Costa Brava und in der Umgebung Barcelona gibt es noch viel Grün, im Gegensatz zu dem Süden von Spanien. Dort regnet es wenig und dort ist es nicht so schön grün wie hier. Aber auch die Temperaturen sind hier nicht so wie im Süden. Wir haben hier in der Nähe von Barcelona Durchschnittstemperaturen im Winter von 13 Grad. Das wäre uns zu wenig für uns zum Überwintern. Ich sehe gerade die Tankstelle hier auf der rechten Seite. Dort konnte man lesen, der Dieselpreis liegt hier bei 1,29 €. Das ist natürlich ein interessanter Preis. Vielleicht kann man es erkennen, links neben uns ist das Meer. Und dazwischen eine Bahnlinie und hier die Straße. Und jetzt kommt hier auf der rechten Seite der Campingplatz. Es hatte in der Nacht vorher stark geregnet, man sieht es, hier stehen noch Pfützen. Jetzt gleich ein wichtiger Hinweis, der Campingplatz hat nicht das ganze Jahr geöffnet. Er hat geöffnet vom 1. März bis zum 2. November. Nur zur Information, damit nicht jemand jetzt versehentlich im Winter hier hinfährt nachher.
Wir sind reingefahren in den Platz und stehen jetzt auf dem Parkplatz beim Check-in. Vorne links ist ja die Rezeption. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Die Damen dort sprechen mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch. So war das Ganze sehr angenehm und wir konnten die ganze Geschichte schnell erklären und der Check-in war auch schnell erledigt. Dieser Campingplatz wird in erster Linie von Campern genutzt, die sich Barcelona anschauen möchten. Denn direkt vom Campingplatz oder vor dem Campingplatz startet hier morgens um 10:30 ein Bus, der einem nach Barcelona bringt und auch wieder zurückfährt hier zum Campingplatz. Silke und Klaus hatten eine große Parzelle gebucht. Das ist natürlich auch gerade für unser Mobil angenehm, gerade auch wenn man etwas rangieren muss. Es war für uns nicht so ganz einfach, gleich die richtige Parzelle zu finden, denn die Nummerierung ging immer von 1 bis 10 in verschiedenen Feldern, aber am Ende haben wir das richtige oder den richtigen Platz gefunden. Richtige Parzelle erwischt? Ich hoffe, dass wir das richtig sind. Jetzt waren wir ja verkehrt, aber jetzt haben wir wohl die richtige Parzelle erwischt. Ist nicht so ganz einfach hier mit den Nummern, aber letztendlich haben wir es ja gefallen. Der Untergrund ist hier teilweise Rasen, teilweise aber auch einfach Sand. Nun hat es auch noch geregnet und damit war der Untergrund nicht so ideal. Und somit haben wir uns entschlossen, hier unseren Teppich, ja Teppich ist nicht der richtige Ausdruck, also eine Plane auszulegen. Die nutzen wir in Spanien häufiger. Damit hält man das so ein bisschen sauber. Gerade dann, wenn man ins Mobil einsteigen möchte, möchte man nicht immer Dreck reinschleppen. Und das verhindert so eine Plane oder so ein Teppich etwas. Diese Plane ist wasser- und luftdurchlässig und bekommt man in Spanien, ja, wir haben sowas beim Campinghandel gekauft mit einer Größe von 5 Meter mal 3,30 Meter. Es gibt sowas auch als Meterware. Da kann man dann die Größe oder die Länge zumindest selber bestimmen. Festgeschraubt wird die Plane mit Schrauben aus dem Baumarkt, die ca. 10 cm lang sind. Drehen dann die Schrauben mit dem Akkuschrauber in den Boden. Wir stehen ja in einer der vordersten Reihen. Das hat einen Vorteil, man hat vom Mobil aus einen Blick aufs Meer. Allerdings auch einen Nachteil, denn es führt hier direkt die Straße vorbei und auch eine Bahnlinie, die man dann hört. Es gibt unterschiedlich große Plätze in diesen Reihen. Hier im unteren Bereich sind die Plätze etwas größer. Weiter oben gibt es kleinere Plätze. Für Wohnmobile würde ich mal so schätzen bis 7,50 Meter Länge. Unterschiedlich sind natürlich auch die Preise. Unser Platz kostet 40 € pro Tag, inklusive allem, also auch Strom. Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf dem Platz. Sie waren während unseres Aufenthalts sauber und nutzbar. Dieser Campingplatz wird in erster Linie von Campern genutzt, die sich Barcelona anschauen wollen. Und so gibt es hier mal einen stetigen Wechsel, sodass es am Mittag rum die Plätze wieder frei werden. Und dann am späten Nachmittag füllt es sich so langsam wieder. Der Platz hat auch einen schönen Pool, wie man hier sieht. Er wurde auch gut genutzt. Ich habe die Aufnahmen gemacht am frühen Morgen, sodass noch keine Besucher dort waren. Barcelona wollten wir nun nicht besuchen, denn wir waren schon zweimal in Barcelona. Aber die Stadt Mataró, die ja auch nur wenige Kilometer entfernt ist, die wollen wir besuchen. Und da warten wir jetzt hier auf den Shuttlebus, beziehungsweise wir warten, bis er abfährt. Und dabei lernen wir Bea und Horst kennen. Bea und Horst haben auch einen YouTube-Kanal, Monty on Tour. Und sie konnten uns schon so ein bisschen berichten, wie es hier so abläuft. So, jetzt darfst du doch mal erzählen. Jetzt darf ich noch mal. Ja. Also, hier unser Shuttlebus fährt uns bis zum Strand oder in die Stadt rein. Das ist immer ganz wunderbar, denn hier Fahrradfahren ist nicht so gut angesagt. Dann gibt es den Barcelona-Bus, den kann man hier buchen und direkt nach Barcelona fahren. Und das ganz Tolle ist, dass die Tiere ohne Maulkorb mitfahren dürfen. Ah ja, okay. Also man kann dann auch von hier aus an den Strand fahren. Dann. Auf jeden Fall. Das ist die erste Haltestelle. Ja.
Und die zweite Haltestelle ist der Bahnhof. Da ist man dann mitten im Zentrum Und direkt. in welchen Abständen fährt der Bus? Der fährt zwischen 20 Minuten und eine halbe Stunde Abstände Ah ja, hier. okay. Und Wunderbar. das bis spät am Abend, bis nach 23 Uhr. Wunderbar, danke dir. Bitte, bitte. Da ist der Bus, damit du den der Barcelona-Bus. Und unser Pferd jetzt. Ja. Also zwei unterschiedliche Busse fahren hier ab. Einmal dieser Reisebus, der fährt nach Barcelona, den muss man vorher buchen. Und dann gibt es den kleineren Shuttlebus, den wir hier sehen, der fährt in die entfernte, 4 Kilometer entfernte Stadt Mataró und auch zum Strand. Der Campingplatz hat selber keinen Strand. Man kommt ans Meer, muss dazu so einen kleinen schmalen Weg hier entlang der Straße gehen. Der ist nur wenige 100 Meter. Und dann kommt eine Unterführung und von dort aus kommt man dann direkt ans Meer. Das ist hier also nur so ein ganz kleiner Zugang zum Meer. Ich weiß nicht, ob man von hier aus auch ins Meer schwimmen gehen kann, aber sieht nicht so toll aus. Also nicht als Strandurlaub hier geeignet. Wer also Strand will, der muss nach Mataró fahren. Und das geht ja hier mit dem Shuttlebus. Wir haben das auch genutzt. Wir wollten nicht unbedingt an den Strand, wir wollten mehr in die Stadt. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Man kann aussteigen in Strandnähe hier aus dem Shuttlebus und dann direkt an den Strand gehen. Oder man fährt wie wir etwas weiter in die Stadt hinein. Dort gibt es auch eine Haltestelle und dort ist man dann ja so mehr oder weniger mitten in der Stadt und kann sich so ein bisschen die Stadt anschauen. Wir sind so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Unser Ziel war die Markthalle. Hier sehen wir sie. Eine große Markthalle. Viele Städte, größere Städte in Spanien haben so eine Markthalle und die finden wir immer interessant. Und hier wollen wir dann auch gleich etwas einkaufen. In diesen Markthallen bekommt man in erster Linie Lebensmittel. Lebensmittel, das heißt also Fisch, Fleisch, Gemüse. Und auch Lebensmittel, die man nicht überall anders bekommt. Es gibt hier so ein bisschen ausgefallene Dinge auch. Aber wir haben jetzt hier Gemüse gekauft und wir haben uns auch ein schönes Stück Rindfleisch gekauft, was wir dann am Abend grillen wollen. In diesen Markthallen gibt es oft auch eine Bar und ein Restaurant. Ja, Restaurant würde ich eher nicht sagen, aber eine Bar. Dort kann man Tapas essen, was trinken. Und ja, da pulsiert das Leben, da trifft man sich. Das ist so, wie das in Spanien üblich ist. Wir haben die Halle verlassen, die Markthalle verlassen und sind in die Stadt wieder gegangen, haben uns dort eine Bar gesucht und schauen dort dem Treiben in der Stadt zu. Nach der Stärkung ging es dann zu Fuß weiter zum Hafen und ans Meer. Dann hier nochmal ein Blick auf den schönen Strand. Im Sommer, da tobt hier der Bär. Das ist natürlich jetzt Ende Oktober ein bisschen anders. Es sind auch noch Leute am Strand, aber es ist erheblich ruhiger hier dann. Nach einigen Stunden ging es dann wieder mit dem Shuttlebus zurück zum Campingplatz. Nee, wir waren am Strand heute. Gestern waren wir in der Stadt. Ja. Aber es ist heute noch mal heißer als gestern. Ja. Wahnsinn. Jetzt möchte ich mal wieder eine Frage beantworten, die mir auch häufiger gestellt wurde, und zwar zum Thema Strom. Eine Frage, die auch häufiger gestellt wurde: Was kostet der Strom auf den Camping- und Stellplätzen? Es ist also so, man muss unterscheiden. Es gibt einmal einen Strompreis, das ist eine Pauschale, da zahlt man pro Tag eine Summe zwischen 3 und 8 Euro. Oder es gibt die Möglichkeit, das nach Verbrauch geht. Dann zahlt man für die Kilowattstunde, Preiswert ist 40 Cent, 60 Cent, geht auch schon mal hoch bis 80 Cent. Jetzt muss ich aber sagen, es gibt auch noch was dazwischen. Und zwar, wenn man zum Beispiel mit Axicat, das ist ja ein ermäßigter Preis für einen Campingplatz, diese Axicat nutzt, dann hat man häufiger 4, 5, 6 Kilowattstunden pro Tag frei. Und muss erst, wenn man darüber hinaus verbraucht,
bezahlen. Das muss ich noch ergänzen, diese Regelung gibt es auch bei einigen Campingplätzen, auch ohne Axicard, dass man nur eine gewisse Anzahl an Kilowattstunden pro Tag verbrauchen darf und alles weitere bezahlen muss. Jetzt aber wieder zurück zum Camping Barcelona. Und da gibt es auch ein Restaurant auf dem Platz, was wir auch genutzt haben. Und wenn man hier durchgeht, durch diesen Gang, den wir jetzt sehen, dann kommt man zum Supermarkt, ein kleiner Supermarkt. Hier bekommt man morgens ein frisches Baguette und auch andere Dinge fürs tägliche Leben und so ein bisschen Zubehör, was man eventuell braucht, wenn man auf Reisen ist. Direkt nebenan ist das Restaurant. Wir haben dort auch gegessen. War alles in Ordnung. Die Preise, ja, man merkt, dass man in der Nähe der Großstadt Barcelona ist. Nach 4 Übernachtungen sollte es dann ja weitergehen. Bevor wir jetzt weiterfahren, wollen wir noch entsorgen. Strom und Wasser gibt es direkt am Platz. Aber entsorgen muss man zu einer Entsorgungsstation fahren. Das war nicht so ideal. Wir sind hingekommen, kein Problem. Aber die Zufahrt bzw. die Bucht, wo man reinfährt, um zu entsorgen, die war doch nicht besonders breit. Für unser Fahrzeug war es schon knapp. Ich denke letztendlich für andere Fahrzeuge auch. Das Mobil, was wir da geradeaus sehen, was so im Hinterteil hinter den Büschen rausschaut, dort ist die Entsorgung, da muss man rein. Gegenüber ist auch noch ein Gebäude, geht alles, aber ein bisschen mehr Platz wäre schöner. Wir müssten natürlich nicht entsorgen mit einem Fäkalientank von 150 Liter und einem Abwassertank von 250 Liter. Wären wir auch noch ein bisschen hingekommen. 300 Liter Frischwasser haben wir. Aber wir fahren gerne frisch getankt und alles wieder sauber weiter. Bevor ich das Video beende, nochmals herzlichen Dank an Silke und Klaus, dass sie uns diesen Aufenthalt hier geschenkt haben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben ja inzwischen den 24. Oktober, unsere Reise geht weiter und das kann ich schon vorausschauend sagen. Wir werden noch einige neue Stellplätze anfahren, die in diesem Jahr erst geöffnet haben hier in Spanien. Aber das dauert noch ein bisschen. Erst fahren wir noch bekannte Plätze an und danach gibt es dann nochmal in mehreren Videos neue Stellplätze. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.